Oh, Scheiße, hier sind wieder Dornen drin. Na, herzlichen Glückwunsch. Klavier und eingewecktes. Ja, was haben wir denn für ein Glück heute? Es fehlt jetzt bloß noch, dass uns die Polizei rausholt. Dann hätten wir alles. Aber ich muss uns mal kurz verpflegen lassen. Ja, gut. Herzlich willkommen im, wie heißt es so schön, im Haus der alten Dame. Hi. Hier ist Leiter gewesen. Hier war der Zaun schon auf. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Hi. Wir sind schon mittendrin. Hier um die Ecke und dann hoffe ich, finden wir einen Zugang zu dem schönen alten Gemäuer, was hier auf dem Feld steht. Das sind Nachbarn in unmittelbarer Nähe. Wo wohl auch ein Auge hier auf dieses alte Objekt haben. Damit. Oh, Scheiße, hier sind wieder Dornen dran. Na, herzlichen Glückwunsch. Gut, ich muss mal kurz einen Cut machen. So, mal schnell Handschuhe angezogen. Hier sind nämlich wieder überall die Dornen dran. Und die Frage ist, wenn wir hier zu zweit auf dem Brett stehen, wird es immer ein bisschen blöd, ne? Die Frage ist, Scheiße. Boah, ich hänge hier überall fest. Gibt es hier einen anderen Weg? Schau noch mal da rein, ob wir da oben drüber können. Ich hab schon ähnliche irgendwo drin. Das war ein Haar. Mach mal. Also wie gesagt, es gibt hier Nachbarn, der hält hier nämlich ein Auge drauf und ruft angeblich sofort die Polizei. Wenn er hier welche sieht. Deswegen muss man hier ein bisschen undercover durchs Gebüsch. Und dann hoffen wir, dass wir hier noch einen Zugang finden. Ein Ja hört sich gut an. Ja, hier standen wir gerade. Da hinten. Aber ja, man hätte es einfach haben können. Ja, hier müssen wir echt aufpassen. Da hinten ist jetzt Haus. Ich weiß nicht, ob das der Nachbar ist, aber die Tür ist zu. Aber dafür Fenster offen. Das ist einfach nur alter Herd und Gefriertruhe. Das heißt, wir müssen hier rein. Boah. Kann man das aufmachen? Was? Das Fenster? Nee. Nee, ist abgebaut. Oder das Fenster hier vorne. Immer rein mit dem Körper. Da ist keine Öffnung zu klein. So klein ist die jetzt nicht. So, wie komme ich denn jetzt hier rein? Man springt. Ja.
Nein, mit dem Körper, ne? Ich muss das auch so machen. Oh, das wird immer so wie auf den Knie. Schönes Treppchen. Raus wird angenehmer, das ist schon mal Fakt. Also. Ja gut. Herzlich willkommen im, wie heißt es schön, im Haus der alten Dame. Ja, wir haben wieder, nee, da fangen wir nicht an. Wir fangen hier an. Wir gucken mal, meine Leute. Machen wir Licht an. Also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, mein erster Eindruck, nix Vandalismus. Kein Vandalismus. Also wie gesagt, mein erster Eindruck, mal gucken, wie es weitergeht. Aber das ist jetzt mein erster Eindruck. Kein Vandalismus, nur ja, natürlicher Verfall. Haben wir sogar noch die alten Bilder. Und wieder eine schöne, so eine schöne alte Nähmaschine. Ne? Mann, Mann, Mann. Und die ganzen Blumentöpfe, alles voll in Blumentöpfen. Gottes Willen. Also, alles natürlicher Verfall, die Tapete kommt überall runter. Bausubstanz sieht aber relativ gut aus von hier innen zumindest. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber auch keine Graffitis bis jetzt. Nur natürlicher Verfall. Wir zeigen mal, wir sind hier im Wohnzimmer. Ein wunderschönes Ding. Und da na gut, die Tasten bleiben hängen. Die Tasten bleiben hängen, aber wieder ein Klavier. Das ist... Oh, hier sind die ganzen Medizinfläschchen. Echter Franzbranntwein. Baldrian-Tropfen. Boah, war Baldrian nicht hier zum K.O. machen oder so? Wissen. Ach, das waren alles Bände. Wissensbände, okay. Die Enzyklopädie von 2000. Noch Kapseln. Ja, ich glaube, es werden wie immer Leute da gewesen sein, die vielleicht noch nach dem einen oder anderen Schmuckstück gesucht haben. Und vielleicht gefunden. Aber ansonsten muss ich sagen, sieht das ja tatsächlich echt noch richtig gut aus. Das ist ja krass. Kann man das erkennen? Ich muss mal das Licht ausmachen vielleicht. Das sind zum Münzen einrollen. Banderolen. D-Mark-Zeiten. 2,50 € Deutsche Mark. Und guckt euch nur dieses tolle Radio an. Ja, dass du sogar noch die ganzen Städte und so draufstehen. Istanbul. Brüssel. Noch ein alter Schallplattenspieler. Und hier unten waren die Boxen drin. Theoretisch. Schick, schick. Schick, schick. Gar nicht so schlecht. Ja, auch noch so einen ganz alten Regenschirm. Oh. Das war mal das Schlafzimmer. Also hier drunter befindet sich ein Bett. Zugemüllt von oben bis unten. Der Wochenvormerkkalender von 75. Oh, der Schrank ist leer. Oh, die Perücke. Die Perücke hat sie auch getragen. Ui, hier ist noch. Schau mal her.
Doch noch was gefunden. Was ist das denn hier? Sollte man lieber ohne mehr so viel anfassen hier. Da sind halt auch schon die Scheiben kaputt. Haben sie aber eine Rolle runter gemacht. Da eine Perücke. Hier eine Perücke. Und noch eine Perücke. Und mittendrin das Bett, was zugemüllt ist von oben bis unten. Und wieder dieser Schminktisch. Herrlich, ja, mal wieder mit Spiegelschrank. Schminktisch mit Spiegelschrank. Wie es halt früher üblich war. Oh, diese alte Lampe da oben. Herrlich. Hier liegen sogar noch die Notenblätter am Boden fürs Klavier. Haben wir hier noch so ein altes Bügeleisen. Das hatte sogar schon mit Strom. Das war gar nicht mehr mit Backstein. Das war sogar schon mit Strom. Das war, da wir jetzt hier direkt die Kellertür haben, gehen wir einfach mal gucken. Der Kohlekeller. Liegt sogar noch die ganze Kohle da. Wahnsinn. Oder ein großer Keller. Schön mit Werkbank und so. Was war hier? Indoor-Brunnen. Ja, das ist ein Wasserhahn. Das war mal. Hier lauter Glasscheiben. Was macht man denn mit diesen ganzen Glasscheiben? Die waren schon mal irgendwo drin, die haben sie rausgemacht. Hier ist noch der Kleber drauf. Da sind noch die ganzen Klebereste. Ach Gott, ja klar. Naja, wie soll es anders sein? Wie soll es anders sein? Ich würde sagen, wie so oft, hier haben wir den Jackpot getroffen. Alles voll. Mit Gurken. Ich würde sagen, das ist der Jackpot. Klavier und eingewecktes. Schau dir das mal an. Bohnen. Bohnen. Ohne Ende Bohnen. Was haben wir hier? Aprikose vielleicht oder so? Nee, Aprikose nicht. Aprikose macht man mit diesen halben. Das ist Pflaume. Das könnte ich jetzt nicht zuordnen. Was haben wir hier? Das könnte Birne sein. Könnte Birne sein? Ja, das könnte tatsächlich Birne sein. Nee, das ist Birne. Das ist Birne, das wird Apfel sein. Vielleicht ein Zucker. Das wird Apfel sein, das ist Birne, glaube ich. Kirschen. Ja, hier oben haben wir eine Kirschen. Dahinter ist noch ein Loch. Heingang oder was? Ja, anscheinend. Das ist ja krass. Mal gucken. Interessant. So, was haben wir noch? Die Gurken, schaut euch mal diese Monstergurken an. Die sind riesengroß. Also ich habe schon eine große Hand. Die sind riesengroß. Und alles voll. Alles voll. Das sind Aprikosen. Hier sind die Aprikosen. Hier ist sogar noch die halben Stücke drin. Das ist bestimmt Apfel, so wie das aussieht. Ja, das ist ein bisschen kleiner. Weil das könnte irgendwie Kartoffel sein. Das hat so. Das sind so Nee, Stückchen. ja, auf dem Geschält her sieht es aus wie so Kartoffel. Das wird Apfel sein. Ja, noch ein zusammengefallener Schrank. Aber das ist ja Schmuckstück hier. Leck mich. Klavier und eingewecktes. Ja, was haben wir denn für ein Glück heute? Das ist ja wie Weihnachten, Ostern zusammen. Was für ein Strich. Ja. Fehlt noch, was haben wir normalerweise? Eingewecktes Klavier, oder? Es waren noch 3 Sachen. Was war denn nur das dritte? Wir hatten, glaube ich, 3 Sachen. Es war immer das eingewecktes Klavier. Weiß nicht, ne? Nähmaschine. Ach, und Nebenher haben wir auch. Haben wir auch einen. Haben wir auch, um Gottes Willen. Wir haben ja alles. Alles, was man sonst einzeln findet, an einem Ort. Jetzt fehlt es bloß noch, dass uns die Polizei rausholt. Dann hätten wir alles. Dann hätten wir heute alles durch. So, hier unten haben wir jetzt auf jeden Fall noch einen Raum. Wie eine kleine Werkstatt vom Mann wahrscheinlich.
Vielleicht war das sogar mal. Noch mit Schrauben. Wieder so ein Spiegelschrank. Schminktisch mit Spiegel. Die Oma-Überzüge zum Kochen. Die Schürzen. Genau, die Oma-Schürzen. Ich bin so aufs Wort gekommen. Die Schürzen. Die Oma-Schürzen. Die hatte jede Oma, oder? Die hatte jede Oma, ja. Also meine. Die hatte jede Oma. Ich glaube, die hatte bestimmt auch von euch jede Oma. Schreibt ruhig mal in die Kommentare. Immer unten rein. Was haben sie denn hier aufgestellt? Eine Krippe so. Ach, hier vom Krippenspiel. Aber auch überall die Tapete schon komplett gelöst. Ne? So, wir gucken mal weiter. Hier gibt es immer noch eine Treppe nach oben. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Was haben wir denn hier noch? Die ungekürzte Volksausgabe am Jenseits von Kremai und Sand des Verderbens. Oh Gott. Ja, also ganz hartmarker Eigenbau. Bis auf die hier, das ist eine Basskiste vom Auto. Diese Steckdosenleiste jenseits von Gut und Böse. Also hier hat man mal richtig gefeiert anscheinend. Ich weiß nicht, dass hier der Partyraum sein sollte, weil sie ja aussieht wie so ein Esszimmer. Bertolt Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder. Mutter Courage und ihre Kinder, Entschuldigung. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier steht nochmal so eine selbst zusammengezimmerte Boxenkiste. Stereo-Tuner. Aber noch schön die alte Sitzgarnitur mit Sitzecke. Wie es halt früher immer. Oh, Terrassentür ist offen. Terrassentür ist offen. Ob wir einen Blick rauswagen können, ohne dass uns jemand erwischt. Ja, schön. Hier läuft gleich die Straße lang. Kommt auch ein Bus angefahren. Schöne Terrasse. Schöne Terrasse. Au, oh, Alter. Voll den Don gejagt, den Schädel. Ja, der steckt sogar noch drin. Aber ich muss ihn mal kurz verpflegen lassen. Wo ist sie denn? Ja, ich brauche mal deine Hilfe, glaube ich. Ich glaube, ich habe eine Dorne in der Stirn stecken. Stimmt. Ja, ich dachte. Der Boden hat sich komisch angefühlt, ja. Ja, die wachsen ein bisschen. Wie gesagt, da war eine Dorne drin. Was haben wir hier jetzt nochmal? Nochmal. Schlafzimmer. Und zwar so die Mittagsschlafcouch. Früher die alten Leute hatten immer eine Couch zum Mittagsschlafen. Ich kenne es noch von meinem Opa als Kind. Wenn ich meine Zeit dort verbracht habe und mithelfen durfte ich auch mal Mittagsschlaf machen auf der Couch. Das waren noch Zeiten. Und hier noch so eine ganz alte Anbauwand. Ne? Die ist ja hundealt schon. Hier haben sie die Schräge eins eingelassen. Hier sieht man, das Mauerwerk ist. Hier reißen schon die Wände. Schön Rasierklingen. Ach ja, die eingepackten Rasierklingen. Super. Hier haben sie noch geschaut, hier haben sie noch so die Gewichte zum Wiegen. Wenn man früher gewogen hat. Ja, für die alten Wagen. Hängt wieder alles voll mit so alten Damen, Mänteln und so.
Und noch das gute Geschirr. Aber ich muss wirklich sagen, also Vandalismus, nichts. Das ist mal wieder eine richtige, also das ist mal wieder wirklich eine richtige Zeitkapsel. Eine richtige Zeitkapsel. Das ist wirklich auch so diese ganzen alten Lampen und so hier, die hier hängen. Also diese Plaste, diese falschen Blumen. Jetzt haben wir hier noch einen Bilderrahmen mit Schwarz-Weiß-Bild drin. Das ist so eine richtige Zeitkapsel hier. Wahnsinn. Ich will wissen, wie lange das schon leer steht. Die ist bestimmt mit Sicherheit verstorben. Aber so wie das. Oh! Oh! Das Knie spielt Musik. Oh! So, aber wir haben ja noch Geländer. Machen wir mal ein kleines Licht an. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier noch so? Ich weiß nicht, wie weit ich dieser Leiter trauen kann. Das wackelt hier ganz schön. Aber der scheint wohl noch ein Stück dahinter zu gehen, so wie ich das jetzt sehe. Und man hat hier ein bisschen altes Zeug. Da hinten steht doch so ein Spinnrad. Ich glaube, da will ich hochgehen. Da steht ein Spinnrad da hinten. Müsst ihr mich jetzt schwer täuschen. Wenn du hochguckst, rechts hinten. Ja, genau da. Auch diese Tür, ne? Die man schon so schräg machen musste, damit sie überhaupt hinpasst. Übelst geil. Aber an und für sich gar nicht, kleines Häuschen, aber gar nicht so schlecht, ne? Eigentlich. Gar nicht so schlecht eigentlich. Die Terrasse war cool, aber hier draußen habe ich mir die Donne in die Stirn gejagt. Dass die hier quasi hier links jetzt neben dir, draußen ist die große, geht die Terrasse noch rum. Bis dahin. Auch das mit dem Schränken hinten schön in die Schrägen haben drauf. Ja, das hier so ein Stauraum. Ja, nochmal Stauraum in die Schrägen reingemacht. Ja. Sag mal, hier steht noch so eine alte Kiste drin. Oh, voll mit Klamotten. Klamotten, da steht noch eine. Das sind auch noch Klamotten drin. Ja. Na gut. Das soll schon fast Und auch, gewesen sein, und auch oder? hier so eine uralte Lampe noch. Herrlich. Schon mal heute mal angefangen drüber zu streichen. Ja. Wollen wir mal über die Tapete drüber streichen. Und jetzt kommt es überall runter. Das war überall. Das war mal eigentlich überall, ja. Also Unterlagen gab es jetzt tatsächlich keine. Wir können noch mal kurz da gucken. Aber hier liegt nichts mehr mit Unterlagen rum. Also das hat man sich anscheinend geholt. Auch hier steht wieder so ein Gewicht für die Waage. Aber die Waage haben wir zum Beispiel auch nicht gesehen. Aber so unterlagenmäßig gar nichts. Was? Noch ein bisschen Gebiss. So, ich wollte gar nicht gesehen. Also unterlagentechnisch gibt es tatsächlich gar nichts groß. Oh, jetzt schau dir diesen geilen Nähschrank an. Hier war alles drin. Wahnsinn. Oh. 1000. Was hier hinten liegt, was? Ja, was haben wir hier? Stadtwerke 99. Und du hast von was? Von 2000. Was haben wir hier noch? Einen Freistellungsauftrag für Kapitalerträge. Geburtsdatum 1915. Na, die gute Frau lebt definitiv nicht mehr. War das eine Frau? Entschuldigung. Ja, ich glaube. Margarita, ja. Das war eine Frau. Schon mal schön der alte Rasieren. Gut, also dann steht das Haus definitiv schon länger leer. Meine Kinder hat sie ja gehabt. So wie es aussieht. Oder sind die Enkelkinder, keine Ahnung, wobei die Bilder so alt sind, das sieht eher aus, wie als wenn es vielleicht von ihren Kindern schon die Kinder sind. Ja, also dann Enkelkinder quasi. Aber auch hier überall noch so diese schönen Bilder. Diese
Ich weiß nicht, ob das so wie ölgemalte Bilder sind. Ich habe das hier ist jetzt keins, aber das ist ein normales. Das sieht aus wie hier Jesus, der da wandert, oder? Also irgendwas riecht hier. Das ist auch eine ganz komische Küche. Das war ja die Küche, Ja, wird alles hier. Weiß ich nicht. so wie es halt früher war, ne? Theoretisch kannst du da blöd. Die Tante-Emma-Küche. Weiß man. Wahnsinn. Das ist schon. Das ist wirklich. Das ist eine pure Zeitkapsel, was man hier. Tut. Sag mal, was ist denn jetzt? Baldrian ist doch hier Zur Beruhigung. zur Beruhigung. Mhm. Kann man da auch K.O. machen? Oder? So wie K.O.-Tropfen? Ich glaub nicht. Ne? Baldrian ist bloß zur Beruhigung. Oder was? Mitnehmen für dich. Genau, ein bisschen runterfährst. So, wir verkriechen wieder. Wir verkriechen uns wieder. Oh Gott, wir verkriechen wieder. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Wir sehen uns gleich nochmal. So, wir sind wieder raus. Wir stehen noch auf dem Grundstück hier dahinter. Da ist die kleine Scheune oder so und dahinter war das Haus. Das haben wir gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob man sieht, muss ich dann noch im Aufnahmen gucken. Da und da sind noch wie so kleine Hütten, aber hier ist alles voll mit Dornengestrüpp. Alles. Wir gehen wieder zurück zum Auto. Wir haben alles gesehen, wir haben euch alles gezeigt. Ich gehe davon aus, dass die gute Frau verschieden ist. Wenn die schon 1917 geboren wurde, ja, dann wäre die jetzt gleich 110 Jahre alt. Glaube nicht. Also von daher, wir sind raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.